Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Rust. Heute geht es um Tupel. Tupel sind extrem nützlich, vor allem wenn man mehr als einen Datentyp speichern möchte. Wer Java oder sowas mal programmiert hat, der weiß, eine Funktion kann ein einziges Ding zurückgeben, ein Objekt. Und das stört manchmal ungemein, wenn man sich extra dafür neue Klassen schreiben muss. In Rust gibt es Tupel. Tupel sind wunderbar toll und es limitiert euch nicht irgendwie, dass ihr einen Datentyp nur drin habt, sondern ihr könnt in dem Tupel let x, könnt ihr wunderbar machen, gleich 1, hi. Das heißt, zwei völlig unterschiedliche Datentype, was man in dem Array ja auch nicht machen kann. Hier steht irgendwas drin und hier steht was völlig anderes drin. Ihr wisst, das hier ist eine Ganzzahl, ein i32, ein Integer. Und das hier ist ein String. Strings habe ich euch noch nicht genau gezeigt, kommt aber noch, keine Sorge. Aber ihr wisst schon mal, was es ist. Und die beiden haben absolut nichts miteinander zu tun, aber man kann sie in eine einzige Variable packen, nämlich in x, mit einem Tupel. Und zum Beispiel, wenn man irgendwas machen möchte später mal, dann braucht man relativ häufig Tupel. Man kann auch für einen Tupel irgendwie einen Datentyp angeben, genauso wie für normale Sachen auch, indem man einfach hier schreibt, okay, i32, wir wissen ja, das hier ist eine Zahl und hier hinten dran haben wir ein und str, dafür, dass es ein String ist. Wie gesagt, dazu sage ich euch dann noch mehr, wenn es soweit ist. Und wenn ich das jetzt hier bilde, dann sehen wir, dass ich das Semikolon vergessen habe. Genau. Wenn ich jetzt bilde, dann sehen wir, dass alles glatt gelaufen ist, nur dass x halt nie benutzt wird. Deswegen, ja, es passiert noch nichts in dem Programm, aber macht nichts. Okay. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt einen Printline hier haben möchte, println, Ausrufezeichen und eine Klammer und ein Komma, und wie greife ich jetzt auf diese 1 zu? Naja, wenn ich jetzt hier x ausgebe, was passiert dann? Wir kriegen genau das, wir kriegen einen Fehler. Hier unten steht es, ihr könnt es wahrscheinlich nicht richtig lesen, weil es abartig klein ist. Hier steht, dass die Display-Funktion, also das Anzeigen, nicht richtig implementiert ist oder überhaupt nicht implementiert ist für Typen vom Typ Tupel, weil ja, da kann alles drinstehen, da können Listen drinstehen, da kann aber auch irgendein eigener Datentyp von euch drinstehen und deswegen geht es nicht. Was mache ich jetzt also? Naja, easy. Wir machen folgendes, wir schreiben uns eine neue Variable, let y, Typ ist egal, beziehungsweise nicht let y, sondern wir sagen, hier ist ein Tupel, also let, Klammer, Klammer, das hier ist jetzt ein Tupel, und dann sagen wir hier einfach a und b, fertig, ist gleich, und dann sagen wir x dazu. So, und was wir jetzt haben ist, wir weisen diese zwei Variablen, also wir wissen, dass es ein 2-Tupel ist, also aus zwei Elementen besteht, und wir weisen einfach diese beiden Dinger hier a und b zu. Das wird a und das wird b. Das nennt sich Destructor oder wie auch immer. Genau. Und jetzt geben wir hier einfach nicht x aus, sondern wir geben a aus. Und wenn ich das jetzt hier bilde, dann funktioniert das. B wird halt nie benutzt, aber mein Gott, sei es um b, tut mir leid, b. Und wenn ich das jetzt hier ausgebe, dann steht hier eine 1. Wenn ich jetzt allerdings hier b reinschreibe, dann steht hier, dauert ein bisschen, weil ich rebuilden muss, dann steht hier hi. Und das heißt, wir haben jetzt hier irgendwas zwischengespeichert. Wir wussten, dass es ein 2-Tupel ist. Und deswegen wissen wir, dass wir wieder destruktieren oder destructen oder zerstören können auf Deutsch in diese Struktur hier. Das heißt, wir weisen direkt diese Variablen dem hier zu. Oder umgekehrt, wir weisen das hier diesen beiden Variablen zu. Okay, wunderbar. Und dazu muss nicht mal eine davon mutable sein, weil wir sie nur ein einziges Mal zuweisen. Wahnsinnig cool. Man muss es aber nicht mal so umständlich machen. Man kann es auch direkt über x machen. Das sage ich euch erst jetzt, weil ihr alle Methoden kennenlernen sollt, indem ich einfach sage x.0. Das ist es schon. Und so greife ich sozusagen auf mein erstes Element zu und drücke Go. Und hier steht eine 1. Wenn ich jetzt allerdings x.1 mache und auf Bild gehe, dann kommt ein Hi bei raus. Das heißt, mit diesem Punkt habt ihr tatsächlich einen Zugriff auf das nullte Element bzw. das erste Element hier. Was passiert, wenn ich hier eine 2 reinmache? Ist immer die Frage bei Rust, was macht Rust dann? Es bringt uns gleich mal einen Error. Total geil. Ihr könnt eigentlich nichts falsch machen, ohne es zu merken. Also ihr könnt eigentlich euer Programm schon nicht mehr richtig zum Abstürzen bringen. Deswegen, ja, diese Sprache ist echt super. Genau, so macht ihr das. Und ja, das letzte, was ich euch jetzt für heute zeigen möchte, ist, was ist der Unterschied zwischen
einem Tupel und vielleicht einfach nur einen Wert in irgendwelchen Klammern. Dazu mache ich das hier mal raus, weil wir haben hier automatische Zuweisungen und hier mache ich mal eine Punkt 0 rein. So, und jetzt denkt man vielleicht, dass das hier ein Tupel mit nur einem Element sein könnte. Aber Achtung, das hier ist kein Tupel, das ist einfach nur eine 1 in Klammern. Da drin könnte ich jetzt sowas machen wie 1 plus 1 oder 1 plus 0. Das wäre dasselbe, das heißt, ich würde hier einfach bloß eine 1 zuweisen und die Klammern fallen einfach weg. Wenn ich ein Tupel möchte mit nur einem Element drin, das kann mal der Fall sein, keine Ahnung wieso, dann schreibe ich hier 1, rein und dann sage ich einfach, okay, es gibt kein weiteres Element, aber die 1 ist in einem Tupel drin und ich bilde. Und jetzt kann ich auch dieses x.0 wieder ausführen, das ich hier benutzt habe, weil wir jetzt tatsächlich ein Tupel haben. Das heißt, das hier hat jetzt den Typ Tupel und ich kann das hier drauf benutzen. Okay. Wenn ich irgendwie mehr als ein Element oder mehr als zwei Elemente haben möchte, dann kann ich sowas machen wie 1 High Array aus 1,2,3 und ich kann auf alles davon zugreifen. Und es funktioniert alles. Das heißt, ich kann hier jetzt auch auf das zweite zugreifen. Aber Vorsicht, wenn ihr hier dieses Printline aufruft, nicht immer kann ich irgendwas ausgeben, was ich da habe. Das heißt, jetzt zum Beispiel habe ich gerade ein Problem, weil ich ein Array nicht ausgeben kann über Printline. Dazu muss ich dann hier zum Beispiel sagen, an der Stelle 0. Sowas in der Art. Sieht furchtbar aus von der Syntax, aber es macht komplett Sinn. Hiermit greife ich an meinem Tupel an der zweiten Stelle, also 0, 1, 2 zu. Und hiermit greife ich, weil das hier ja ein Array ist oder eine Liste, je nachdem aus welcher Sprache ihr kommt, hiermit greife ich dann auf mein erstes Element in meinem Array, also sprich diese 1 drauf zu. Das heißt, wenn ich das jetzt bilde und laufen lasse, das funktioniert. Wunderbar sogar. Das ist diese 1, die hier ausgegeben wird. Wenn ich jetzt hier eine 1 reinschreibe, dann haben wir die 2 ausgegeben. Und alle sind glücklich. Hammergeil, allerdings von der Syntax nicht unbedingt super leserlich, diese Tupel. Aber denkt dran, wenn wir an Funktionen arbeiten, was wahrscheinlich relativ bald der Fall sein wird, weil ja, als Rückgabewert kann man da sehr, sehr viel damit machen. Okay, dann war's das schon wieder und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.